Heute ist Halloween, genau der richtige Zeitpunkt, um die heulenden Wölfe von Lawnfawn herauszuholen. Aber heute mache ich keine Karte, sondern ein Notizbuch. Ich habe mir nämlich die Mini-Cinch von We Are Memory Keepers oder We Are Makers zugelegt und mit der mache ich heute mein Notizbuch und die Lawnfawn-Stempel habe ich fürs Deckblatt verwendet, aber auch für ein Lesezeichen. Seid gespannt! Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julies Kreativschatzkiste. Ich zeige euch heute mal vorweg, was wir so vorhaben. Das ist das Lesezeichen, man kann es herausnehmen und an beliebiger Stelle wieder hineinstecken. Die Seiten des Notizbuchs habe ich teilweise mit den süßen Wölfen verziert und auch auf der Rückseite ein herrlicher Sternenhimmel. Aber fangen wir an. Die Hauptdarsteller meines Projekts heute sind die Wölfe von Wolves Before and After und Wild Wolves, beide Stempelsets von Lawnfawn. Zuerst beginne ich aber mit meinem Hintergrund. Hier habe ich vor, einen Nachthimmel mit einem großen Mond zu machen. Und deswegen fange ich mit der hellsten Farbe, Wilted Violet, in der Mitte an, um ein Glühen um den Mond zu erzeugen und werde dann nach außen hin immer dunkler mit Chipped Sapphire, Faded Jeans und Uncharted Mariner. Dann kommen natürlich noch die obligaten Wassertropfen und mit einer weißen Acrylfarbe zaubere ich noch ein paar Sterne auf den Himmel. Das gleiche wiederhole ich dann übrigens für die Rückseite meines Notizbuchs. Jetzt als nächstes widme ich mich dem Mond. Dazu nehme ich meine Lieblingsfarbe Wild Honey. Ich trage ein bisschen Stempelfarbe auf ein wiederverwendbares Backpapier auf und bedecke mein Panel mit Aquarellpapier großzügig mit Farbe. Dann kommt Antique Linen zum Einsatz. Damit kriege ich diese Punkte auf mein Panel. Das sind dann später die Krater im Mond. Mit meinem Heat-Tool trockne ich das Ganze. Dann habe ich mir eine ungefähr passende Kreisstanze herausgesucht, suche mir eine schöne Stelle, wo die Textur besonders gut ist und zum Mond passt und stanze mir das Ganze aus. Soweit, so gut. Für den Boden meiner Landschaft habe ich mir die Meadow Backdrop Stanze von Lawnfawn herausgesucht. Die stanze ich mir jetzt aus schwarzem Papier aus, denn schließlich ist ja Nacht. Das Praktische an dieser Stanze ist, dass sie 2 Ebenen hat. Das eignet sich dann gut zum Verteilen meiner Wölfe. Beim Meadows Backdrop Stanzenset sind Wolken dabei. Die habe ich mir auch gleich mehrmals ausgestanzt. Und dann habe ich noch den Rest von meinem gelben Mondpapier genommen und habe mir damit Sterne ausgestanzt, um meinen Nachthimmel zu vervollständigen. Ich habe mir dann Paneele hergerichtet von einem Papier, bei dem ich weiß, dass die Alkoholmarker nicht verrinnen, und habe meine Stempelsets herausgeholt und habe mir jetzt so viele Wölfe wie möglich da auf dem Papier arrangiert. Die werde ich jetzt alle stempeln. Zum Stempeln verwende ich Memento Tuxedo Black Ink, dieses Alkoholmarker freundlich. Und weil ich mein Notizbuch auch mit den Stempeln verzieren möchte, habe ich die Wölfe gleich öfter gestempelt. Ich habe die Wölfe dann mit meinen Spectrum Noir Alkoholmarkern angemalt, obwohl nicht alle, ein paar habe ich mir weiß gelassen, und mein Brothers Cannon Cut hat mir dann alles ausgeschnitten. Um gruselige Bäume zu bekommen, habe ich mir die Bäume aus dem Stempelset Wild Wolves auf schwarzes Papier mit Embossing Ink gestempelt. Dann habe ich 2 Varianten ausprobiert, entweder schwarzes Embossingpulver mit Glitzer und dann silbernes Embossingpulver mit Glitzer. Schlussendlich hat mir das Silberne besser gefallen, aber ich glaube, ich habe sogar beide verwendet. Da ich für das Stempelset keine Stanzen habe und mein Plotter auch die Linien hier nicht erkennen würde, habe ich das Ganze mittels Fuzzy Cutting ausgeschnitten. Dann kommt eine meiner Lieblingsaufgaben, nämlich die gestanzten und gestempelten Teile auf meinem Kartenpanel zu arrangieren. Die überstehenden Teile habe ich weggeschnitten. Ein bisschen zu früh, der Kleber war noch nicht trocken, aber ich habe es schnell wieder korrigieren können. Das schaut doch schon gut aus. Und es glitzert auch so schön. Was mich dann aber gestört hat, waren die weißen Ränder um die Stempel herum. Die haben mir zu sehr herausgeleuchtet aus der ganzen Szene. Auch die Wolken waren zu weiß. Also habe ich mit einer feinen Blending Brush und meiner Distress Ink Lost Shadow alles ein bisschen verdunkelt und weniger strahlend gemacht.
So, und so sieht dann meine Vorderseite und meine Rückseite des Notizbuches aus. Und da die Rückseite und Vorderseite auch Rückseiten brauchen, habe ich mir die Favorite Flannel Collection, das neue Papier von Lawnfawn, hergenommen und schneide mir jetzt in genau gleicher Größe auch wieder Paneele zu, die ich dann für mein Notizbuch verwenden werde. Das dritte Stück, das ich hier zuschneide, werde ich fürs Lesezeichen brauchen. Das werdet ihr gleich sehen, wie ich das konstruieren werde. Ich will meine Vorder- und Rückseite des Notizbuches schützen, indem ich sie laminiere. Ich nehme die Vorderseite mit einem Stück Flanell auf der anderen Seite und auch die Rückseite mit einem Stück Flanell auf der Rückseite. Ich klebe das Ganze zusammen, dass hier nichts verrutscht, und lege das Ganze in eine Laminierfolie hinein. Da ich beides sowieso nachher noch zuschneiden muss, kann ich Rückvorder- und Rückseite in eine Laminierfolie geben. Dann habe ich den Streifen für mein Lesezeichen auf ungefähr 6 cm Breite zugeschnitten. Es wird übrigens ein A6 Notizbuch, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Meine Wölfe habe ich mir dann auf dem Lesezeichen arrangiert und aufgeklebt. Und auf der Rückseite des Lesezeichens habe ich genau dasselbe gemacht. Und auch dieses Lesezeichen will ich laminieren, um es zu schützen, also kommt auch das in eine Laminierfolie hinein. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn es aus dem Laminator wieder herauskommt. Es hat ein paar Falten, aber lasst euch davon nicht schrecken, wir schneiden ja eh das meiste weg. Und genau das mache ich jetzt. Ich lasse überall ungefähr 1 mm, 1,5 mm Rand und schneide den Rest des Laminats mit meiner Schneidemaschine weg. Das geht ganz leicht. Achtung, auf der Seite, auf der die Bindung für das Notizbuches dann sein wird, da lasse ich etwas mehr Platz. Ich schaue aber schon, dass die Abstände, also die Randbreite auf Vorder- und Rückseite gleich sind, damit dann das Notizbuch auch gleichmäßig ist. Okay, damit sind einmal die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Es wird Zeit, meine Mini-Cinch herauszuholen. Ich verwende als Blätter für mein Notizbuch diese linierten Karteikarten. Die sind in A5 und haben eine gute Stärke für Notizbuchblätter. Ich halbiere sie auf das A6-Format, also 10,5 cm Breite, denn das ist die gewünschte Größe meines Notizbuchs. Für A6-Papiere gibt es auf der Cinch so einen Abstandshalter, den man in die Spalte B einsetzen muss. Und so mache ich jetzt die Bindungslöcher in alle A6-Papiere. Ich habe immer 3 bis 4 auf einmal nehmen können. Damit ist es leicht zu stanzen gegangen. Dieser erste Stanzvorgang hat natürlich jetzt nicht das ganze A6-Papier mit Löchern bedeckt. Für den zweiten Teil packe ich diesen Abstandshalter weg. Dafür gibt es diese Hilfe zum Herunterfahren. Das steckt man genau in ein bestehendes Loch hinein, damit die Löcher dann gleichmäßig verteilt sind. Damit ich das nicht für jedes Papier machen muss, habe ich mir ein Washi-Tape aufgeklebt, als Markierung, wo die Papiere genau anstehen müssen. Und so habe ich dann auch nochmal die zweite Hälfte der Löcher in meine Papiere gestanzt. Für das Deckblatt und die Rückseite kann ich jetzt nicht einfach nach dem A6-Format die Löcher stanzen, denn wir haben ja hier den Rand, der etwas übersteht oben und unten. Damit stimmen die Abstandsmaße nicht. Ich habe dann gemerkt, dass ich diesen Rand auf der linken Seite, wo die Bindung ist, gar nicht brauche und habe den auch wieder zurückgeschnitten, denn das schaut komisch aus, wenn man da das weiße Papier durchsieht. Ich habe dann ein Stück gelochtes A6-Papier als Vorlage verwendet, habe das ganz genau auf meine Vorder- und Rückseite so aufgelegt, dass es eben genau sich deckt mit dem Panel, mit dem Kartenpanel, und habe so dann meine Löcher in die Vorder- und die Rückseite hineingestanzt. Auf diese Weise habe ich oben und unten den Rand auf Deckblatt und Rückseite und das passt genau zu den A6-Papierlöchern. Genau dasselbe Spielchen habe ich dann auch mit meiner Vorderseite gemacht. Das Gröbste schon erledigt und wir können schon unser Notizbuch binden. Dafür habe ich so eine Drahtspirale von We Are Memory Keepers gekauft, in Türkis, das passt ganz gut zu dem Nachthimmel. Wichtig ist, dass für die Mini-Cinch die maximale Spiralgröße die 5/8 Inch Größe ist, also 1,6 cm. Größere kann man dieser Mini-Cinch nicht binden. Man legt die also in diese Seitenleiste ein, schaut dann, wie viele Löcher man braucht und schneidet sich das mit einer Zange ab. Dann werden einmal alle Seiten eingehängt. Dann kommt die Vorderseite ganz normal und die Rückseite gegengleich darüber. Das ist deshalb so, da beim Binden eine kleine Lücke bleibt und die versteckt man somit zwischen der letzten Seite und der Rückseite. Zum Zusammendrücken der Bindung dient dieser Hebelmechanismus an der oberen Seite der Mini-Cinch. Man muss dabei diese Lücke in der Bindung, dieses Loch, möglichst genau an die Rückseite der Cinch anstoßen lassen, dann wird die Bindung auch wirklich schön zusammengedrückt. Hurra! Unser Halloween-Notebook ist damit einmal grundsätzlich fertig. Jetzt geht es ans Verzieren und dann kommt noch der Bonus, das Lesezeichen. Um zu wissen, wo ich genau die Löcher beim laminierten Lesezeichen setzen will, habe ich es mir mal in mein Buch angelegt und habe mir markiert, wo ich ungefähr den Rand abschneiden will, damit das Lesezeichen schön genau mit meinem Papier deckungsgleich aufhört. Den oberen Rand lasse ich absichtlich stehen, denn es soll ja ein bisschen aus meinem Notizbuch herausschauen. Ich habe mir das Ganze dann angelegt in meinem Notizbuch und habe mir genau markiert, wo das erste Loch
im Lesezeichen sein soll. Das habe ich mir dann wieder mit meiner Schablone gemeinsam in der Cinch angelegt und habe die Lochausrichtehilfe verwendet, damit ich die Löcher genau an die Stelle bekomme, an der ich sie haben möchte. Okay, soweit so gut. Aber jetzt habe ich die Löcher natürlich nicht mitgebunden und damit ich sie aber in meine Bindung noch nachträglich einsetzen kann und auch die Stelle jederzeit wechseln kann, werde ich mir einfach in diese Bindungslöcher Schnitte hineinmachen. Diese Schnitte erlauben es mir jetzt, das Lesezeichen an jeder beliebigen Stelle in die Bindung hineinzudrücken. Es hält gut, man kann gut blättern und man kann es aber jederzeit wieder herausnehmen. Jetzt wird noch der überstehende Teil des Lesezeichens schön verziert, damit er zum Rest passt. Ich habe mir da einen Papierrest von dem Flanellpapier hergenommen und schneide mir das genau auf die gleiche Breite wie das Lesezeichen zu. Mit meinem Trimmer mache ich eine Falzlinie genau in der Mitte, falte das Ganze und klebe es auf meinem Lesezeichen fest. Vorher muss ich aber den überstehenden Rand noch etwas zurückschneiden. Bevor ich das Papier jetzt anklebe, habe ich mir noch Sentiments aus dem Wild Wolves Stempelset herausgesucht. Ich will die beiden Sentiments Heat embossen und kann beide gleichzeitig mit Embossing-Tinte stempeln, solange ich darauf achte, dass eines der beiden Sentiments kopfüber steht. So, da ist es dann fertig. It's your day, enjoy it to the fullest. Ich habe das Ganze mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Im Nachhinein gesehen wäre es besser gewesen, hier gleich auch ein bisschen Flüssigkleber mitzuverwenden, da das dann besser hält auf der Laminierfolie. Aber es schaut ja schon richtig toll aus für ein Lesezeichen. In meinem letzten Schritt bleibt eigentlich nur noch, dass ich meine übrig gebliebenen Wölfe im Notizbuch verteile. Ich klebe sowohl die bereits bemalten als auch die noch nicht bemalten Wölfe ein, denn vielleicht habe ich ja zwischendurch Lust und Laune, ein paar Wölfe anzumalen. Okay, damit ist unser gruseliges Halloween-Notebook eigentlich schon fertig. Hier blättern wir nochmal durch die Seiten durch. Ich finde, es ist richtig cool geworden. Richtig süß, richtig schön. Ich freue mich total. Auch das mit dem Lesezeichen funktioniert super. Damit ist unser Projekt für heute eigentlich schon wieder abgeschlossen. Habt ihr auch eine Mini-Cinch zu Hause? Verwendet ihr sie gerne? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonnieren würdet, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten bleibt mir nichts als euch ein schaurig schönes Halloween zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Servus!